Hallo ihr Lieben, ich habe beschlossen, spontan dieses Video zu machen, denn bestimmt hat die eine oder der andere unter euch das Problem, momentan einen Friseur zu finden. Wir sind ja noch immer im Lockdown und alle Friseure haben geschlossen, die Geschäfte haben geschlossen, Restaurants, Bars, Clubs, es ist alles geschlossen. Und es gibt doch schon so einige Sachen, die eigentlich dringend oder notwendig sind, und darunter gehört auch ein Besuch zum Friseur. Und das wollte ich eigentlich schon lange machen. Ich wollte bereits im März schon zum Friseur gehen und mir wie immer die Spitzen schneiden lassen, weil die jetzt dann doch schon mittlerweile sehr trocken sind. Aber ja, das ist ja momentan nicht möglich. Heute ist ja der 4. April und bis zum 20. April müssen wir noch doch durchhalten. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein, bis dahin das Ganze jetzt ohne Friseur auszuhalten. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, wie die meisten anderen, mir die Haare selber zu schneiden, weil je länger man wartet, umso mehr muss man ja am Ende ja abschneiden, weil die Spitzen ja sehr sensibel sind, immer sehr trocken sind, und deswegen gehörte auch schon mal ein Schnitt in den Spitzen. Also ich schneide meine Spitzen so, wie oft? So alle 2 bis 3 Monate. Jetzt ist es tatsächlich schon über 3 Monate her. Ich hatte auch erst gehofft, dass der Lockdown jetzt nicht so lange dauert, aber mittlerweile habe ich beschlossen, das auch selber zu machen. Ich mache das angelehnt an ein Tutorial, was ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Ihr findet es auch am Ende in der Endcard. Und ja, ich hoffe, dass das funktionieren wird. Ich habe sonst bis jetzt mich immer geweigert, die Haare zu schneiden, aber ja, jetzt bleibt mir einfach nichts anderes übrig, als das zu machen. So, dann gehe ich jetzt mal schnell die Haare nass machen und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, die Haare sind jetzt nass. Was ich für die Haarwäsche verwendet habe, war von der Marke SIM, der Coconut Co-Wash. Für die sich noch nicht damit auskennen, also was ein Co-Wash ist. Und Co-Wash ist die Haarwäsche mit einem Produkt, was circa eine Mischung aus Shampoo und Conditioner ist. Es sieht circa so aus, also wie jeder gewöhnliche Conditioner, und riecht auch extrem gut. Das Gute bei so einem Co-Wash ist, es ist reinigend, zwar jetzt nicht genauso reinigend wie ein Shampoo, aber es erfüllt ihren Sinn und Zweck, und es ist auch gleichzeitig ein Conditioner. Das heißt, es macht auch die Haare beim Waschen sehr weich, und damit könnt ihr dann eure Haare dann auch schön entwirren oder detängeln, wie ich immer so gerne sage. Ich selber verwende das eigentlich wirklich selten. Die letztes Mal mein Video gesehen haben zur Wash-and-Go-Routine, die sehen ja, was ich einmal die Woche immer mache. Und das da hier verwende ich nur in der Mitte der Woche, wenn ich mal eine Haarwäsche machen muss, weil es einfach nicht anders geht. Aber behalte ich mir für die seltensten Fälle. So, was wir an Utensilien heute brauchen, ist auf jeden Fall eine Schere. Am besten ist es, eine Friseurschere zu verwenden, aber ich verwende einfach diese Bastelschere, weil die doch eigentlich schon ziemlich scharf ist. Ich habe mich auch schon sehr oft damit geschnitten, und das erfüllt auch ihren Sinn und Zweck. Und dann braucht ihr auf jeden Fall so einen Nadelstielkamm, um einen Scheitel zu bilden. Dann einen ganz normalen Kamm, um die Haare zu entknoten. Eine Flasche mit Wasser. Und einen Leave-In-Conditioner. Vielleicht kennt ihr den auch noch von meinem letzten Tutorial. Das ist der von Shea Moisture, der Jamaican Black Castor Oil Strengthen and Restore Leave-In Conditioner. Den Haarschnitt, den ich hier mache, ist, wie ich schon vorher sagte, angelehnt auf ein anderes YouTube-Tutorial für glattes Haar. Und wenn ihr auch einen geraden Schnitt haben wollt, also passt auf, es ist für einen geraden Schnitt, nicht U-förmig oder sonst wie, sondern wirklich gerade, denn ich möchte meine Locken ja immer in einem geraden Schnitt haben, also keine Schichten, kein Volumen rausnehmen und sonstiges. So, und dann fangen wir erstmal an, die Haare anzufeuchten. So, Haare sind jetzt ausreichend nass geworden, würde ich jetzt sagen. Ich lege mir übrigens auch ein Handtuch auf meinen Schoß für den Fall aller Fälle. Und dann als nächstes können wir dann mit dem Conditioner durch die Haare gehen, also mit dem Leave-In-Conditioner, damit sich die Haare nicht so schnell wieder verknoten.
so viele Haare. Und dann als nächstes schön durchkämmen. Und im nächsten Schritt macht ihr euch einen Scheitel mit dem Nadelstielkamm. In der Mitte wäre am idealsten, aber ich persönlich mache den immer lieber weiter links, weil ich meinen Scheitel auch immer so trage. Und da ist es ganz wichtig zu beachten, dass ihr den Scheitel nicht nur von oben bis hinten an den obersten Punkt macht, sondern dass ihr den Scheitel komplett über den gesamten Kopf zieht. Ich habe mir den Scheitel am Hinterkopf im Badezimmer gebildet, weil ich ja hinten keine Augen habe. Und das sieht dann circa so aus. Vielleicht könnt ihr das ja sehen. Da gerade und zack. Und ich musste leider auch feststellen, dass die Methode, die ich in dem Tutorial gesehen habe, bei mir so nicht ganz klappen wird, weil bei dem Video hatte die Frau die hatte sehr glatte Haare und auch nicht so eine starke Dichte wie ich. Und ich habe halt leider wirklich sehr viele Haare und vor allem auch so dicke Haare, weswegen bei mir die Methode nicht so ganz klappen wird, leider. Es gibt ja leider so wenig Tutorials für Locken, wenn man die in einem geraden Schnitt haben möchte. Weswegen ich mich jetzt einfach dazu entschlossen habe, dass ich mit dem Rasierer durchgehen werde. Und nein, nicht an den Wurzeln, sondern unten an den Spitzen ran. Und was ich dafür gemacht habe, ist, ich habe mir die eine Hälfte mit hochgeklippt und die andere Hälfte habe ich nochmals in zwei Hälfte geteilt und habe die auch oben nach oben geklippt. Und was ich jetzt einfach mache, ist, dass ich die Haare mit dem Kamm einfach ganz streng durchbürste nach unten, so richtig fest. So, genau, jetzt habe ich die Haare streng durchgekämmt und habe jetzt circa mir den Teil so genommen, den ich mir abschneiden möchte. Ach, könnt ihr das sehen? Ja, also das wird circa so viel sein und da fahre ich jetzt einfach mal mit dem Rasierer durch. Ich habe so Angst. Was mache ich da nur? Ich klemme mir lieber den Nadelstielkamm dazwischen, sicher ist sicher. Jetzt sind die Haare auch runtergefallen, das ist nicht gut. Nochmal von vorne beginnen. So, circa so viel werde ich mir jetzt wegschneiden und mit dem Nadelstielkamm sollte das jetzt gut halten.
Ich würde sagen, das ist eigentlich ganz okay. Vor allem das Gute ist, auch wenn man Locken hat, da kann man sich eigentlich verschneiden und man merkt den Unterschied ja sowieso auch gar nicht. Deswegen ja, schneide ich da jetzt einfach mal durch, also so ein Stück weggeschnitten. Und damit auch alles sauber bleibt, nehme ich dann noch so einen Clip und die bereits geschnittenen Haare, die klippe ich mir weg. Und dann kommt auch schon die nächste Partie ran. Und weg damit. So, geschnitten sind sie jetzt. Ich denke, ich kann auch erstmal damit leben, also bis zum nächsten Mal haben ja die Friseure ja glücklicherweise auch wieder offen. So, dann machen wir jetzt mal die andere Hälfte auf. Vielleicht an manchen Stellen ist es dann vielleicht doch noch gleich lang geblieben, aber an manchen Stellen merkt man, dass es schon etwas kürzer ist. Ja. Dann verfahre ich jetzt genauso auch auf der anderen Seite. Spitzen sind nun ab. Die Haare sehen jetzt auch schon ein bisschen gesünder aus, finde ich. So ganz gerade sind sie leider doch nicht geworden. Es wurde eher eine U-Form, wie ihr oben rechts sehen könnt. Und jetzt geht es zum Trocknen. Und da sind sie. Wieder trocken, wieder lebendig. Und ich bin ganz zufrieden, wie sie jetzt gerade sind. Auch wenn jetzt Stellen verschnitten wären, würde man sie nicht sehen.
Tja, das war mein eigener Haarschnitt. Also ich muss sagen, dass ich eigentlich doch schon ziemlich positiv über das Ergebnis überrascht bin, dafür, dass ich doch schon sehr viel improvisiert habe. Ich bin ja kein professioneller Stylist, aber ich denke, dass das für jemanden mit glatten Haaren tatsächlich ein bisschen problematischer sein könnte, weil da kann man sehr schnell sehen, wenn etwas verschnitten wird. Und bei mir, dadurch, dass ich ja Locken habe, ist das ja eigentlich ziemlich egal. Weswegen ich jetzt denke, dass ich damit erstmal zufrieden bin und ja, ich bin eigentlich sehr positiv überrascht. Meine Haare fühlen sich jetzt einfach wieder gesunder an. Ich kann wieder mit meinen Fingern durchfahren, ohne dass ich irgendwo sofort wieder einen Knoten spüre. Ob ich das nochmal machen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde das nächste Mal doch lieber dazu tendieren, zum Friseur zu gehen, weil das Gute ist, da muss man ja natürlich nichts machen. Man geht einfach hin und man bekommt ja die Haare geschnitten. Aber wenn der Lockdown jetzt noch länger dauern sollte, dann würde ich das definitiv nochmal machen. Aber ich hoffe um Gottes Willen, dass wir nicht so lange zu Hause bleiben müssen. Also mein nächster Haarschnitt, den werde ich wahrscheinlich in 3 Monaten auch erst machen. Und dann bin ich gespannt, was meine Friseurin zu meinem eigenen Experiment dazu sagen wird. Ja, meine Lieben, also wenn das für euch irgendwie eine Anregung war oder hilfreich war oder ob ihr jetzt dazu euch motiviert fühlt, jetzt euch selber die Haare zu schneiden, lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr schon mal solche Erfahrungen hattet, dann lasst mich das bitte auch wissen. Ansonsten würde ich mich auf ein Like und auf ein Abo freuen, genauso wie auch bei Instagram. Da findet ihr auch zahlreiche Postings von mir, die ich jedes Mal zu meinen Videos auch gebe und auch zu meinem Alltag, was ich so alltäglich in meiner Lockenpflege mache. Und ich hoffe, dass ihr gesund bleibt, dass ihr sicher bleibt und dann sehen wir uns hoffentlich auch ganz bald mal wieder. Ciao! My cat as usual. Naja, ihr seht ja, meine Katze muss in jedem Video immer seinen Senf dazugeben. Ich muss meine Haare schneiden. Später. Gute Katze.